Willkommen in der Schweiz. Grüezi miteinander. Ein Haus aus Stroh. Mal was ganz Neues. Ich bin für euch in die Schweiz gefahren und das hier ist sehr interessant. Es ist ein altes Betongebäude, was mit Strohmodulen nachträglich gedämmt wurde und eine Bambusfassade hat. Das ist ein altes Bürogebäude aus Beton. Ich würde mal schätzen 60er Jahre oder sowas. Und das hat jetzt hier diese schöne Fassaden-Refreshment bekommen. Und hier der Beweis, Stroh. Das ist im Strohhaus so. Damit die Leute einem auch glauben, dass das mit Stroh gedämmt ist, gibt es dann immer so das Fenster der Wahrheit. Und da sieht man dann das Stroh. Das ist ganz schön, so will ich es auch machen. So ein bisschen LED hier drin, ein bisschen beleuchtet, schön. Tada! Willkommen in der Strohwand. Das ist das Bestandsgebäude hier. Da ist die Außenkante Bestand. Das sind die alten Fenster, das sind die neuen Fenster. Die neuen Fenster hängen alle komplett in dem Modul, das an die Fassade gehängt wird. Das heißt, alles, was wir jetzt sehen, die Fassade, die Außenkante, das Fenster, bis zu dem Punkt ist das Modul, was draußen drangehängt wird. Dann entsteht hier so ein Zwischenraum. Fast schon eine Klimafassade, wenn man so will. Und davor ist eben die Bambusfassade dann gehängt. Spannend, ne? Und hier, das sind die Winkel, die an die Betonkonstruktion im Bestand gebaut ist. Und da mit den dicken Schrauben ist das Element, das Holzelement befestigt. Hier und da drüben. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Fassade ein bisschen genauer an. Das ist nämlich ziemlich spannend. Da unten ist der Betonbau, der Sockel. Und das hier, das ist schon das Strohmodul. Da ist eine Platte drauf und diese Wetterschutzfolie, diese schwarze. Und das komplette Ding wird fassadenhoch vormontiert in der Halle und mit dem Kran an die bestehende Fassade gebaut. Ich stehe hier jetzt quasi zwischen Bambusfassade und der Strohfassade. Die weitet sich hier so auf. Da entstehen hier so Zwischenzonen, wo jetzt die Fahrräder hier stehen, beziehungsweise der Eingang angeordnet ist. Und das Vordach ist auch noch im Bestand. Das sieht da ziemlich hässlich aus, dieses Betonding, und das haben die jetzt hier so eingepackt. Wie sieht es hier unten aus? Ja, das ist doch ganz geil. Da sieht man jetzt den Sockel vom Bestand und die Fensterebene und die Ebene der Strohfassade. Und so sieht es hier aus. Und das Spannende ist, dass sie die Bestandsfassade und das Bestandsgebäude gelassen haben und im Betrieb saniert. Das schafft man nur, indem man fertige Holzmodule, die mit Stroh gedämmt sind, außen vorstellt. Das heißt, wir haben die doppelte Fassade, die habt ihr innen drin gesehen, mit den Bestandsfenstern, Bestandsfassade, alles so geblieben. Es wurde die äußerste Schicht, die Wellblechfassade wurde abgenommen, die Dämmung dran gelassen und an die Dämmschicht die Holzmodule gestellt. Das ist ganz spannend, weil der Bambus natürlich auch verwittert und optisch kriegt man eine ganz cleane Fassade, also architektonisch ist das schon reizvoll, wie ich finde. Und ein schönes Beispiel für moderne Stroharchitektur. Und vor allem auch clever und wegweisend, weil das Dämmen im Bestand ist eigentlich das Thema. Wie
wie gehen wir mit den Gebäuden um, die wir im Bestand haben, und da so eine Fassade draußen dran zu hängen in Holzmodulbauweise ist clever. Und in dem Fall auch architektonisch gut umgesetzt, finde ich. Und es ist dann egal, ob da in den Holzmodulen Stroh drin ist oder Zellulose oder irgendein anderer Dämmstoff. Das ist eine gute und nachhaltige Möglichkeit, wie man Fassaden in Bestand dämmt. Und architektonisch eine eindeutige Aufwertung zum Vergleich, wie es vorher aussah. Ganz pfiffig, finde ich. Schön gemacht. Vielen Dank, dass wir das Gebäude besuchen konnten. Vielen Dank an Complemetis für den Besuch, und war urspannend hier zu sehen, wie das gebaut wurde und was da auch drin passiert mit dem TCM. Sehr spannend. Vielen Dank. Ganz spannend irgendwie. Die Schweizer.